Willkommen zurück und wir wollen direkt wieder in den Deutschen Bundestag auf die Fraktionsebene schauen. Nicht nur die FDP äußert sich, auch die AfD. Alice Weidel und Tino Kruppalla sind gerade vor die Mikros getreten. Hören wir rein. Herzlich willkommen zum heutigen Tag, zum heutigen historischen Tag der Vertrauensfrage von Olaf Scholz. Die AfD-Bundestagsfraktion hat sich dazu verhalten. Wir gehen fest davon aus, dass Olaf Scholz die Vertrauensfrage natürlich verlieren wird. Olaf Scholz ist der schlechteste Bundeskanzler gewesen, den die Bundesrepublik je hatte. Ich hatte gerade Frau Merkel im Kopf und habe mir gerade überlegt, wer eigentlich schlechter gewesen ist. Ich glaube, beide gleich schlecht. Die erste grüne Kanzlerin Angela Merkel hat den Niedergang eingeleitet und Herr Scholz hat ihn beschleunigt. Die Bundesrepublik Deutschland ist in der tiefsten, gravierendsten Wirtschafts-, Finanz- und Energiekrise, Migrationskrise. Und wir haben das gerade ausgiebigst in der Fraktion diskutiert. Da gab es auch nicht viel diskutieren. Wir werden geschlossen dem Bundeskanzler Olaf Scholz nicht das Vertrauen aussprechen, die sich sorgen um einen Kriegskanzler Friedrich Merz, der tatsächlich damit zündelt und spielt, irrwitzigerweise Taurus-Marschflugkörper mitsamt deutschen Soldaten in die Ukraine zu liefern, was den sofortigen direkten Kriegseintritt Deutschlands in den Ukraine-Krieg bedeuten würde. Und darum sagen wir ganz klar, Olaf Scholz wollen wir nicht aufgrund seiner Bilanz. Aber ein Friedrich Merz kann auch niemand wollen, denn wer Friedrich Merz wählt, der wählt den Krieg. Und er wählt auch Robert Habeck, den Friedrich Merz ja für einen kompetenten Wirtschaftsminister hält. Ich glaube, das spricht für sich. Ich werde an dieser Stelle enden und das Wort meinem Co. übergeben. Tino, hast das Wort. Ja, vielen Dank. Es ist alles gesagt. Ich ergänze natürlich noch mal die Sicht, auch aus der Parteisicht. Wir fordern mittlerweile seit über 2 Jahren Neuwahlen, weil diese desaströse Politik dieser Ampel Deutschland ja nicht bloß außenpolitisch teilweise isoliert hat, sondern dass wir uns auch wirtschaftlich mittlerweile schweren Zeiten entgegensehen. Wir sehen, über 20.000 Insolvenzen hat diese Regierung allein in diesem Jahr mit zu verantworten. Der wirtschaftliche Abstieg geht ungebremst weiter. Deshalb muss diese Regierung so schnell wie möglich gerade aus diesen wirtschaftlichen Energiepreissicht auch abgelöst werden. Wir brauchen hier einen Neuanfang. Und für uns ist es natürlich wichtig, als AfD so stark wie möglich in diesen Wahlkampf zu starten und natürlich auch mit einem Ergebnis so stark wie möglich aus diesem Wahlkampf zu gehen, sodass, was wir teilweise in den ostdeutschen Bundesländern bereits erreicht haben, ohne die AfD auch auf Bundesebene keine Politik mehr gemacht werden kann, damit wir genau diese Kurskorrekturen vornehmen, die es jetzt dringend nötig macht für unser Land. Wir wollen endlich die Interessen unseres Landes, die Interessen Deutschlands wieder in den Vordergrund stellen. Und dafür werden wir auch kämpfen im Wahlkampf. Und ich denke, dass die Bürger uns auch dort ein größeres Vertrauen geben als bei der letzten Bundestagswahl, sodass die Bürger auch sehen, dass hier eine alternative Politik für Deutschland notwendig ist. Und das werden wir auch im Bundestagswahlkampf zum Ausdruck bringen, damit die nächste Bundesregierung auch mit eventuellen AfD-Antlitz hier ausgestattet ist. Das muss unser Ziel sein und dafür werden wir kämpfen. Vielen Dank. Danke sehr.